Ja, hi Leute. Willkommen zurück zur Präparationsserie und heute haben wir das nächste Prosopocoilus astacoides Männchen vor uns. Und das ist ein Exemplar, was ich noch lebendig bekommen habe von jemandem aus dem Käferforum, der ein Pärchen dieser Art als Wildfang aus Malaysia bekommen hat, wo auch die Odontolaris femoralis herkam, aus den Cameron Highlands. Und ja, nach den Recherchen kann es sich dann bei dieser malaiischen Unterart nur um Prosopocoilus astacoides Mitsunumai handeln. Das ist eine neu beschriebene Unterart. 2010 wurde die beschrieben und ja, wird ziemlich groß, soll bis 90 mm groß werden. Dieses Männchen hier hat, ich habe eben schon mal vorgemessen, ja, das passt auch noch, 62,5 mm, ist damit also im Medium-Bereich und ja, die Unterschiede zu den anderen Unterarten, wenn ich jetzt hier nochmal die anderen zeige, bei diesen bin ich mir halt immer, kann ich mir auch nicht sicher sein oder sicher werden, da nur Indonesien angegeben ist als Herkunft. Ob das die gleiche Unterart ist wie der hier, der wird vermutlich Prosopocoilus astacoides pallidipennis sein, den habe ich auch schon präpariert. Und da habe ich auch noch ein bisschen weiter über die Systematik innerhalb dieser Art gesprochen, wie verwirrend das Ganze ist. Naja, wenn wir jetzt mal vergleichen, ich hole ihn mal so dazu. Über die Färbung können wir nicht gehen. Er war auch dunkler, als er noch aufgeweicht war. Beim Trocknen werden die immer wieder heller. Er war auch hell, als er trocken war. Ja, man sieht, die Mandibeln sind bei ihm etwas stärker nach außen geschwungen. Und hier haben wir einen Zahn recht zur Basis hin, während beim pallidipennis dieser Zahn hier oben ist. Da ist allerdings bei großen Männchen vom Prosopocoilus astacoides Mitsunumai ebenfalls der Zahn recht zur Mitte hin, aber ein bisschen tiefer noch als bei pallidipennis. Und ja, man geht da am besten über die Herkunft. Wenn man die Herkunft weiß, kann man es am sichersten einordnen und über den Schwung der Mandibeln, der nach außen ist. Ja, bessere Unterscheidungsmerkmale habe ich nicht wirklich finden können, weil ich leider kein Japanisch verstehe und das aus dem Buch auch nicht in den Übersetzer jagen kann. Und ja, deswegen gehen wir jetzt einfach mal damit, dass das ein Mitsunumai ist, da er aus Malaysia stammt und auch etwas diesen Schwung in den Mandibeln hat. Bei einem Major-Exemplar wäre dann dieser Zahn hier wahrscheinlich eher etwas mittiger. Okay. Ja, dann will ich eigentlich schon genug geredet haben. Wie gesagt, ich habe bei der Präparation des pallidipennis schon viel zu diesem Chaos bei dieser Art erzählt, konnte leider nicht wirklich ja, Klarheit da reinbringen. Aber nun gut, gehen wir einfach mal mit dem allgemein momentan akzeptierten Stand. Das hier ist ein Prosopocoilus astacoides Mitsunumai. Gut, dann bis später.
Jo, das ist jetzt das vorläufige Ergebnis. Ich musste den hier am Kopf nach oben stecken, nochmal festmachen hier vorne, weil Thorax und Kopf ziemlich runterhingen durch das Aufweichen. Und damit man den Körper gerade hat, habe ich den dann so nach oben gesteckt. Sieht dann von der Seite so aus, damit man das einigermaßen in einer Ebene hat. Ja. Wir sehen uns dann beim Abnadeln wieder. So, okay. Ich habe hier schon mal mit der Nadel vorgetestet, ob er soweit trocken ist. Man sieht es auch schon wieder an der Färbung, dass er deutlich heller geworden ist. Und das heißt, wir können abnadeln. Und dann kommt er nach der Quarantäne im Gefrierschrank in den Kasten. Zu den anderen Astacoides, die habe ich auch momentan noch draußen, um den jetzt gleich dazu zu stecken. Und ja, dann bin ich mit der Art hier durch für diese Staffel mit den Astacoides. Kommt mal hier zu. Man erkennt schon einen Unterschied, wenn man sie sich jetzt so nochmal im direkten Vergleich ansieht. Vor allem das Pronotum ist hier dunkel geblieben. Kann sein, dass es auch noch ein bisschen heller wird, wenn er jetzt noch etwas weiter trocknet. Ja, aber bei den Mandibeln sieht man zum Beispiel auch und beim Kopf einen Unterschied. Dass das hier nicht die gleiche Unterart ist wie diese, auch wenn ich mir im Endeffekt nicht sicher bin. Das müsste Mizunuma I sein und das sollte Palidipenis sein. Okay, aber ja, vielleicht finde ich irgendwann nochmal was raus, dann melde ich mich dazu nochmal, aber ich fürchte eher nicht. Egal, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert. Schreibt in die Kommentare, was ihr vielleicht zu dieser chaotischen Systematik haltet. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.